Okay, wie findest du Ideen für Produktvideos? Was kannst du machen, damit deine Produktaufnahmen kreativ werden und aus der Masse hervorstechen? Dieses Geheimnis werde ich lüften und dir an 5 ganzen Beispielen zeigen, wie du diese Technik einsetzen kannst. Also, los geht's! Das Geheimnis außergewöhnlicher Produktvideos ist so unglaublich simpel. Ich verstehe gar nicht, warum das nur so wenige machen. Die besten Ideen für Produktvideos findest du mit kreativen Produktbildern. Ich zeige dir am besten direkt an einem Beispiel, was ich damit meine. Es gibt viele Seiten, auf denen du interessante Produktbilder finden kannst. Behance, Pinterest, Google Bilder, Instagram, aber auch Shutterstock und viele, viele mehr. Hier habe ich zum Beispiel mal auf Behance nach Product Photography gesucht und da ist mir dieses Bild ins Auge gesprungen. Und bei solchen interessanten Produktbildern frage ich mich immer sofort, wie würde das in Bewegung aussehen? Wie würden sich Produkt, Kamera und Extras im Bild bewegen? Ich könnte zum Beispiel einen weißen Turnschuh auf einem elektrischen Drehteiler sich um sich selber drehen lassen. Dahinter baue ich dann den Greenscreen auf und von schräg hinten beleuchte ich auf beiden Seiten das Produkt. Dadurch kann ich super easy in der Aufnahme den Hintergrund mit einem Kia ausschneiden und den Rest mit einer animierten Maske entfernen. Damit hätte ich dann schon mal einen weißen Turnschuh, der sich im Nichts dreht. Super aufregend. Wenn ich den Schuh aber dupliziere und anschließend animiere, bekommen wir eine deutlich interessantere Bewegung hin. Trotzdem fehlt hier aber irgendwie noch der Kontext, also die Umgebung. Dazu könnte ich zuerst einen Hintergrund einfügen und mit so einem weißen Ring so ein Ringlicht imitieren. Zusammen mit der Beleuchtung auf dem Produkt sieht das schon richtig hochwertig aus. Zum Schluss kann ich das Bild mit einem leichten Glow, also einem Leuchten und mit Nebelaufnahmen zu einem harmonischen Bild zusammenführen. Dann fehlt eigentlich nur noch das Color Grading. Und so einfach haben wir bereits die erste Idee für eine Produktaufnahme gefunden. Natürlich musst du nicht direkt nach Produktbildern suchen. Andere ähnliche Suchbegriffe gehen genauso gut. Auf Behance habe ich dieses Bild gefunden, indem ich nach Product Poster gesucht habe. Und sofort hatte ich richtig coole Ideen, wie dieses Produktbild als Produktvideo aussehen könnte. Beim Einkaufen bin ich dann auf diese Dose gestoßen und ich wusste sofort, daraus kann man was Geiles machen. Ich könnte das Produkt leicht angeschrägt sich auf einem Drehteller drehen lassen. Wenn ich dann dahinter den Greenscreen aufbaue, kann ich wieder mit den Lampen von schräg hinten beide Seiten des Produktes beleuchten. Und zwar so, dass auf der Dose so ein schöner Verlauf entsteht. Diese Aufnahme kann ich dann ohne Probleme auskien und den Drehteller mit einer Maske ausschneiden. Da muss ich eigentlich nur noch einen Hintergrund einfügen und das freigestellte Produkt in dem Raum animieren. Damit hätte ich bereits eine sehr gute Basis. Und wenn ich den Greenscreen schon mal aufgebaut habe und zufällig ein paar Zitronen in meinem Büro rumliegen, die auch zufälligerweise auf der Dose zu sehen sind, dann kann ich auch direkt davon ein paar Aufnahmen machen. Nachdem ich dann auch die Zitronen ausgeschnitten habe, kann ich diese wie so eine Fruchtexplosion von dem Produkt wegfliegen lassen. Mit der richtigen Skalierung und Unschärfe kann ich so dem Bild richtig Tiefe verleihen. Zum Schluss fehlt nur noch der Wassereffekt hinter dem Produkt und das Color Grading. Besonders die kontrastreichen und satten Farben lassen diese Produktaufnahme richtig poppen. Als ich nach Produktbildern gesucht habe, bin ich auf dieses edle Bild gestoßen. Und ich dachte mir, das wäre doch wirklich meine interessante Herausforderung, das als Produktvideo umzusetzen. Ich könnte mir die erstbeste Uhr schnappen und auf einem elektrischen Drehteller eine 360-Grad-Aufnahme davon machen. Die beiden Lichter beleuchten durch einen weichen Diffusor beide Seiten des Produkts. Und weil die Uhr viele reflektierende Oberflächen hat, kann ich leider kein Greenscreen benutzen. Daher muss das Produkt mit einer animierten Maske ausgeschnitten werden. Und wenn ich hier dann einen Hintergrund einfüge und die Uhr ganz leicht animiere, bekomme ich hier schon eine sehr elegante Aufnahme hin. Aber auf dem Produktbild sind ja noch so ein Seidentuch und solche Metallringe. Das Tuch kann ich super easy vor einem weißen Hintergrund aufnehmen, indem ich eben ein blaues Tuch nach oben werfe und es sanft nach unten gleiten lasse. Die beste Belichtung bekomme ich hier vermutlich hin, indem ich mit einer großen Flächenleuchte von oben die Szene anleuchte und im besten Fall den Boden noch mit schwarzem Molton abdunkel. Dadurch bekommen wir auf das Tuch eine klare und elegante Lichtführung hin. Die Metallringe kann ich mit der richtigen Beleuchtung von hinten wieder mit einem Greenscreen aufnehmen. Den Hintergrund davon kann ich mit einem Kia ausschneiden und super easy in die Animation einbauen. Dann fehlt eigentlich nur noch das Tuch im Hintergrund und ein finales Color Grading bringt alle Elemente zusammen. Ich liebe es, wie diese Farben zusammen harmonieren. Und das Tuch zusammen mit dem Metallring baut eine sehr elegante Szenerie auf. Auf Pinterest habe ich als nächstes unter Product Ad Design dieses Produktbild gefunden. Und die meisten Produktvideos zu solchen Parfümflaschen sehen irgendwie super ähnlich aus und kaum einer sticht irgendwie aus der Masse heraus. Daher können wir doch einfach mal ein interessantes Produktvideo zu diesem Produktbild machen, oder? Zuallererst musst du dann einmal diesen Like-Button drücken. Das ist super wichtig für diese Produktaufnahme. Okay, Spaß beiseite. Zuerst bräuchte ich eine Aufnahme von dem Produkt. Das kann ich wieder ganz klassisch auf einem Drehteller aufnehmen. Die schönste Belichtung bekomme ich hierhin, indem ich von leicht schräg hinten beide Seiten beleuchte. Kommt dir das inzwischen irgendwie bekannt vor? Das Ganze muss dann nur noch mit einer animierten Maske ausgeschnitten werden und schon habe ich bereits das Produkt. Die Hand kann ich dann ebenfalls vor dem weißen Hintergrund aufnehmen. Mit der ersten Lampe wird der Hintergrund ausgeleuchtet und die zweite Lampe wird direkt mit einem roten Filter von oben auf meine Hand ausgerichtet. Rot, weil auch das Produkt rot ist. Diese Aufnahme von der Hand kann ich dann als Hintergrund einfügen. Das Produkt animiere ich dann so, dass es aus der Hand emporschwebt. Dabei hilft das, die Flasche hinter ein paar Fingern auszuschneiden, damit etwas mit Tiefe erzeugt wird. Auf dem Produktbild fliegen jetzt noch so kleine Partikel empor, aber ich glaube, dass es deutlich interessanter aussehen könnte, wenn man einen Moment schafft, wo etwas plötzlich passiert. Daher kann man hinter dem Produkt noch eine Farbexplosion hinzufügen und die Flasche mit einem Überblendungsmodus transparent machen. Und nach dem Color Grading haben wir dann ein außergewöhnliches Produktvideo. Wie wäre es, wenn wir jetzt eine Produktaufnahme machen, die so einfach ist, dass sie jeder nachmachen kann? Als ich nach Product Photography gesucht habe, habe ich dieses Bild gesehen und dachte mir sofort,
dafür braucht man echt nicht viel. Eigentlich brauchst du nur ein Backblech und ein Blatt Papier in der Farbe deines Produktes. Das Papier legst du einfach in das Backblech und kippst möglichst viel Wasser drauf. Um die Szene so gut wie möglich zu beleuchten, würde ich als erstes mit einer großen Flächenleuchte von schräg oben herab leuchten. Damit bekommt man bereits eine schöne Grundbeleuchtung hin. Aber um noch diese hellen Reflexionslichter auf den Wellen hinzubekommen, brauchst du noch einen direkten Strahler. Einfach wieder von schräg oben direkt drauf. Und ehrlich gesagt, mehr brauchst du nicht. Du kannst jetzt schon das Produkt auf das Papier in das Wasser legen und mit deiner Hand Wellen erzeugen. Aber ich denke, dass es deutlich interessanter aussieht, wenn das Produkt richtig ins Wasser fällt und dabei so Spritzer erzeugt. Daher halte ich die Flasche direkt vor der Linse der Kamera, die von oben herab filmt, und lass einfach los. Dann musst du am Ende nur noch die Farben anpassen und hast super easy diese Produktaufnahme gemacht. Wenn du ganz genau aufgepasst hast, dann ist dir vielleicht aufgefallen, dass alle Aufnahmen komplett ohne teuren Kameraslider oder ähnlichem Schnickschnack gemacht wurden. Und tatsächlich habe ich für alle Aufnahmen auch nur maximal 2 Lampen benutzt. Falls du noch mehr Lichtsetups mit 2 Lampen sehen möchtest, dann solltest du dir auf jeden Fall dieses Video hier anschauen. Ansonsten sehen wir uns das nächste Mal wieder und damit tschüss, bye bye und ciao.